Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und jetzt haben wir ja schon so gut wie alle Events kennengelernt von den neuen, die es gibt. Insgesamt sind 12 Stück, ja. Denn wir haben noch ein paar Events, die nicht komplett gleich sind. Also Epic Event heißt nicht gleich normal Epic Event, sondern da finden immer noch so ein paar kleine Zwischenevents zum Beispiel statt. Und ja, werde ich euch jetzt nochmal gleich zeigen. Ansonsten für die Leute, die es nicht wussten, die Epic Events oder die Events, die wir jetzt so kennengelernt haben, die werden in der Reihenfolge nicht immer so gleich bleiben. Das heißt, die Eventtypen können untereinander getauscht und gewechselt werden. Ja, also Epic Event kann zum Beispiel getauscht oder kombiniert werden mit dem auralen Großputz, wie es jetzt zum Beispiel ist, oder kann halt, keine Ahnung, mit Sanduhren steht Kopf irgendwie Event, was weiß ich, zum Beispiel getauscht werden. Ja, und das sind so, ja, diese Unterevents von den großen Events, also von den normalen Events, die wir halt kennen irgendwie, die können halt alle miteinander kombiniert werden. Ja, und hier steht auch, Achtung, die Monate März und April 21 werden getauscht sein. Ja, also hier auch wechselnde Eventtypen. Und hier sind sie nochmal alle in der Übersicht. So, hier haben wir nochmal die Prachtparade der Pilze, 20% mehr Pilze beim Kauf. So, ne, das kennen wir ja. Doppelte Erfahrungspunkte. Und Tavernenquest Arena-Kämpfe, das ist halt normal Erfahrungsreichtum, was wir hier auch schon hatten mit Geheimauftrag und so. Und genau, dann haben wir noch Glanzparade des Goldes, fünffache Goldmenge, Taverne, stadtfache Glücksrad, Würfelspieler, Gold beim Abholen der Goldgrube, Epic Kaufrausch, extra Vaganza, erhöhte Chance, dass in den Gegenständen, in den Läden und der Taverne, ne, ein epischer Gegenstand dabei ist. Ab Stufe 50 ist das normale Epic-Event. Und dann haben wir auch noch Epic Abenteuer Extravaganza. Ja, die letzte Quest bei ca. 100 und ca. 300 Abenteuerlust bietet ein Epic als Belohnung an ab Charakterstufe 50. Ja, also das ist dann safe, dass man da auch ein Epic bekommt. Dann haben wir hier auch noch ein Epic Gut Glück Extravaganza, also ist auch nochmal ein Epic-Event. Ne? Nur ein bisschen anders. Goldfeld beim Würfelspieler ist mit einem Epic-Feld ersetzt. 3-mal ist gleich ein Epic, in Klammern keine Waffe, 4-mal ist gleich epische Waffe, 5-mal ist gleich epische Waffe mit Attributen. Ja, F plus Stufe 3. Gegenstandsfeld beim Glücksrad hat eine erhöhte Chance auf einen epischen Gegenstand ab Charakterstufe 50. Ja, also es gibt so 3 verschiedene Epic-Events so an sich. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, also ich meine, das ist ja das Normale, was wir kennen. Und dann gibt es noch 2, die jetzt neu sind, so, ne? Also das kann alles miteinander kombiniert werden. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Vor allen Dingen das hier auch für Free-to-Play-Spieler sehr nice, auf jeden Fall. Und das hier mit dem Würfelspieler, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Dann haben wir noch Tag des heißen Eisens, das haben wir ja auch schon kennengelernt. 15 Zerlegepunkte beim Schmied, so, ne? Und mehr Splitter, mehr Metalle und so. Fest der Festung haben wir auch schon kennengelernt, Ressourcenbündel für Holz und Stein, Tavernenquest, doppelte Holzmenge beim Glücksrad und so weiter und so fort, kennen wir schon. Tag der verlorenen Seelen, Ressourcenbündel, Funde für Seelen in Tavernenquest erfolgreich angelockt und besiegte Gegner geben die doppelte Seelenmenge bei Abholung aus dem Seelenextrakt, doppelte Seelenmenge beim Glücksrad. Also das Ganze gibt es auch nochmal für die Ressourcen wie auch für die Seelen extra. Sanduhren steht Kopf, haben wir auch schon kennengelernt. Hier ist noch der aurale Großputz, ne? Doppelte Mana-Menge, wenn ein epischer Gegenstand ins WC gespendet wird. Und dann noch den Tag tollkühner Tiere, doppelte Fundmenge an Früchten in Tavernenquest und beim Glücksrad. Jedes Pet frisst bis zu 9 Früchte pro Tag. Je nach Reittier sind die Questdauern verkürzt, nicht die Abenteuerlust kosten. Ja, das Ganze hier nochmal alles im Überblick. Und ja, ich würde ganz gerne nochmal von euch wissen, da wir jetzt ja wirklich alle Events jetzt soweit gesehen haben, oder zumindest nicht gesehen, also nicht ganz gesehen haben, aber wir kennen jetzt alle Events, weil ja, das sind alle, die es gibt, die ich jetzt hier eben gerade aufgezählt habe. Und jo, da würde ich ganz gerne mal von euch wissen, jetzt nachdem wir wirklich jetzt alle gesehen haben, was sagt ihr dazu? Was findet ihr die irgendwie nice? Findet ihr die nicht so nice? Habt ihr irgendwie mehr erwartet? Seid ihr zufrieden mit dem auf jeden Fall? Oder ja, wie steht ihr dazu? Also ich muss sagen, ich finde es persönlich tatsächlich sehr cool gemacht irgendwie. So, weil es ist halt, was willst du machen? So,
Vielleicht haben manche erwartet so irgendwie was ganz anderes oder keine Ahnung, irgendwie ein komplett anderes Event. Aber im Prinzip sind es ja immer noch diese 4 Grundarten von Events. Und ja, ich finde es auf jeden Fall mit so einem kleinen Changes besser, als wenn sie jetzt irgendwie ein komplett neues Event oder so jetzt hinzufügen würden. Ich meine, das sind ja alles neue Events. So Unter-Events sind es ja jetzt im Prinzip von den normalen, die wir ja jetzt so kennen. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Also im Prinzip bekommen wir wieder mehr fürs gleiche Spielen so. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie mehr spielen oder so oder mehr bezahlen hier und da, um deutlich mehr zu bekommen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das, ja, man kann es so auslegen, so jetzt zum Beispiel beim Glücksrad, dass man jetzt da mehr Gold bekommt irgendwie oder mehr Ressourcen, mehr Erfahrung. Ne? Jeweils ist ja egal, kommt auf das Event an, was jetzt gerade ist, so, dass man sagen könnte, jo, jetzt werden dafür mehr Leute motiviert, das Glücksrad vielleicht zu nutzen, wenn die Sachen so krass sind, die man dadurch bekommen kann. Ne? Das ist so das vielleicht, wo man sagen könnte, jo, da haben jetzt die Free-to-Play-Spieler vielleicht jetzt eher wieder die Arschkarte, sag ich mal so, weil die halt das Glücksrad nicht drehen können. Ne? Ja, es sei denn, sie haben funktionierende Flimmerkisten, ne? Und können dann über die Lucky Coins am Glücksrad drehen, dann ist das natürlich für die nochmal umso rentabler, das Ganze. Ne? Aber ja, das ist halt wieder, ne, der Unterschied zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win. Den Unterschied wird es aber immer geben, da kann man halt, wie gesagt, nichts machen. Da können die Entwickler jetzt auch nicht viel großartig machen, können nur so Kleinigkeiten hinzufügen, wie jetzt zum Beispiel, dass man ja, bei 100 Alu ein garantiertes Epic bekommt und bei 300 Alu zum Ende der Quest ein garantiertes Epic bekommt. Ich meine, die Free-to-Play-Spieler freut das, weil wann bekommen die mal ein Epic für umsonst? Das ist schon cool. Für die Pay-to-Win-Spieler, denen schadet es jetzt nicht, aber die sind jetzt auch nicht großartig davon angetan, weil die können sich Epics kaufen, wann sie wollen. Ja, oder können sich dann eindecken mit Epics. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Oder können sich eindecken. Okay. Können sich eindecken mit Epics, wann sie halt wollen, wann sie lustig sind und vor allen Dingen halt zu den Epic-Events können sie es halt machen. Ja, und so eine Sachen sind halt ganz nice. Für die Free-to-Play-Spieler auch, dass die halt mal auch ein bisschen belohnt werden, denen tut es nicht weh und die Pay-to-Win-Spieler haben dadurch jetzt keinen Vorteil. Also ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, muss ich sagen, eine ganz nice Sache und generell zu den Events. Unterm Strich muss man eigentlich sagen, ist das, ja, finde ich die neuen Eventarten ganz cool. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze aussehen wird. Ich meine, es sind ja jetzt nicht so unglaubliche Game-Changer, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Serverstart oder sowas jetzt mal betrachtet und dann ja, guckt, was man damit erreichen kann zum Serverstart. So, ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da kommen könnte. So, ne? Ich gehe mal von aus, man wird nicht sagen, dass es wieder so alle Events gibt, so, weil wir hatten ja das letzte 5-fach-Event, das war ja zum Abschluss gewesen der alten Events und ein 5-fach-Event wird es ja so nicht mehr geben, ne, weil es gibt ja jetzt insgesamt 12 verschiedene Event-Typen, so, und so ein Alle-Event wie damals wird es wahrscheinlich nicht geben, weil die würden sich auch untereinander irgendwo bestimmt ein bisschen beißen und dann ja, weiß ich nicht, würde das, glaube ich, hier und da nicht so richtig harmonieren. Ne? Dafür gibt es jetzt halt fast jedes Wochenende irgendwie gefühlt 2 Events auf einmal, so Freitag, Samstag, Sonntag, so, ne? Also das ist ja auch an sich eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich hoffe mal wirklich, dass jetzt so langsam mal die Hexe kommt, damit ich hier mal meine scheiß Brustpanzer hier mal abgeben kann, weil mein Inventar ist ganz schön voll. Und ich muss nach jedem Item, was ich bekomme, muss ich ins Inventar, um das zu verkaufen, damit ich bei der nächsten Quest kein potenzielles Item verpasse, ja, was ich dann wieder verkaufen kann für teuer Geld. Ne? Oder, davon hatte ich auch schon gehört gehabt irgendwie, dass man irgendwie jedes Item oder so zur Hexe bringen kann. Das hatte ich jetzt aber da nicht so richtig gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwo... Weiß ich nicht, ob das nochmal irgendwo anders steht oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Aber davon habe ich zumindest mal gehört gehabt, dass man, egal welches Item da ist, dass man das zur Hexe bringen kann und die das annimmt.
Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte ich das schon mal irgendwie von gelesen gehabt. Kann auch sein, dass es mal irgendwie von der Community kam oder so, aber da bin ich mir jetzt relativ unsicher. Auf jeden Fall für Leute wie mich, die so eine Items sammeln, ne, um davon halt zu profitieren, um mehr Gold zu bekommen, für die wäre natürlich sowas auch ganz nice auf jeden Fall. Ne? Gut, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch damit auch wieder ein bisschen weiterhelfen und ja, einen kleinen Überblick verschaffen über die neuen Eventarten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.